Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich eine Jeanshose zur Anprobe vorbereite. Auch bei einer Hose nach Maß ist eine Anprobe vor dem Fertigstellen zu empfehlen. Selbst beim Maßschneider kommen die Kunden zu 1 oder 2 Anproben im Laden vorbei, bevor sie dann ihr fertiges Kleidungsstück abholen können. Daher sind in unseren Schnittmustern auch breitere Nahteinschläge enthalten, um bei Bedarf darüber regulieren zu können. Also dann, los geht's! Ich benötige folgende Schnittteile aus Oberstoff: die Hinterhose doppelt, an der bereits, wenn vorhanden, der Sattel angenäht ist, die Vorderhose, an der Schlitz und Taschen eingearbeitet sind, die beiden Buntstreifen, die Einlage für die Buntstreifen, die vorgefertigten Hinterhosentaschen oder alternativ die Papierschablone der fertigen Tasche mit einer Kopie davon. Aus Papier die Anzeichenschablone für die hintere Taschenposition, dann Stecknadeln oder Clips, Kreide oder Markierstift und eine Handarbeitsschere. Als erstes bügele ich die Nahtzugabe der Sattelnaht nach unten, da ich sie später in diese Richtung übersteppen möchte. Dann wird die Gesäßnaht verbunden. Dazu lege ich die Hinterhosenteile rechts auf rechts kantengleich aufeinander und stecke sie zusammen. Wenn das Rückenteil eine Sattel- oder Teilungsnaht hat, achte ich darauf, dass diese genau aufeinander trifft. Diese Naht wird nun mit einem großen Maschinenstich oder einer Heftnaht verbunden. Bei einer eng anliegenden Hosenform empfehle ich den großen Maschinenstich, da dieser mehr Halt gibt. Der Vorteil einer Heftnaht ist, dass sie sich schneller wieder auftrennen lässt und die Nadelstiche in der Regel danach nicht so zu sehen sind. Falls an der Buntkante ein Knips für die Nahtbreite positioniert ist, beachtet bitte das entsprechende Maß. Ansonsten gilt die Standardnahtbreite von 10 mm. Bei der Anprobe ist es auch sinnvoll, die Position der hinteren Taschen zu überprüfen. Ich lege die Hinterhose so vor mich hin, dass die rechte Stoffseite zu mir zeigt. Die Gesäßnaht lege ich dabei zur linken Seite, da ich die Naht später in diese Richtung übersteppen möchte. Nun platziere ich die Schablone für die Taschenposition so, dass sie auf dem linken Hosenteil an der Gesäß- und Sattelnaht anliegt. Dann markiere ich die Taschenform mit einigen Kreidestrichen an der Eingriffkante und an den Seiten. An dem rechten Hosenteil verfahre ich genauso. Nur lege ich diesmal die Schablone gespiegelt und mit 10 mm Überlappung an der Gesäßnaht an. Wenn die Gesäßnaht später mit 2 und 8 mm übersteppt wird, haben die Taschen somit den gleichen Abstand von dieser Steppung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die fertige Taschenschablone oder die vorgefertigten Taschen, falls ihr schon etwas vorarbeiten möchtet, an der Markierung aufstecken oder besser aufheften. Um die Taschen dem jeweils richtigen Hosenteil zuordnen zu können, ist an einer der seitlichen Kanten ein Knips zu finden, der zur Seite der Gesäßnaht, also der hinteren Mitte, zeigt. Nun könnt ihr während der Anprobe mit der Position experimentieren, denn diese ist Geschmackssache. Als nächstes werden die Beinnähte geschlossen. Dazu lege ich die Vorderhose rechts auf die Hinterhose. Beachtet dabei, wie breit die Nahtzugaben sein sollen. Das könnt ihr im Schnittmuster nachmessen oder erkennt es an dem Abstand, den die Knipse am Nahtbeginn bzw. Ende bis zur Stoffkante haben. Falls dort keine Knipse vorhanden sind, gilt die Standardnahtbreite von 10 mm. Zunächst stecke ich die Hose an den äußeren Beinnähten zusammen. Dabei achte ich darauf, dass die Knipse aufeinandertreffen. Anschließend stecke ich die innere Beinnaht zusammen. Hier achte ich darauf, dass sich die Gesäßnaht und die kurze Schrittnaht der Vorderhose genau treffen. Dieser Kreuzungspunkt wird auch Kreuznaht genannt. Auch die Knipse in Kniehöhe sollen wieder aufeinandertreffen. Vom Knie bis zur Kreuznaht wird die Hinterhose etwas auf die Länge der Vorderhose gedehnt. Diese Differenz ist für eine bessere Passform ins Schnittmuster eingearbeitet. Die äußeren und inneren Beinnähte werden nun ebenfalls mit einem großen Maschinenstich oder einer Heftnaht verbunden. Anschließend kann die Hose gewendet werden. Geht dabei bitte vorsichtig vor und verletzt euch nicht an den Stecknadeln, falls ihr die Taschen aufgesteckt habt. Wichtig ist es, auch den Bund für die Anprobe anzubringen. Besonders wenn ihr einen geformten Bund habt, seid ihr sonst gegebenenfalls sehr irritiert, wenn die Hose ohne Bund dann viel zu weit ist. Bevor nun der Bund angebracht werden kann, wird er noch vorbereitet. An dieser Stelle greife ich dem Arbeitsschritt für die Bundverarbeitung etwas vor.
Ich lege einen der Buntstreifen mit der linken Stoffseite nach oben vor mich hin und bügele die Einlage auf. Die Einlage wird hier aus 2 Teilen geschnitten, da die Einlagematerialien oft nur in schmaler Breite erhältlich sind. An der hinteren Mitte überlappen sich die Teile dann etwas. Angaben, mit welcher Temperatur und Dauer die Einlage aufzubügeln ist, erfahrt ihr in der Regel vom jeweiligen Hersteller. Dann drehe ich den Streifen um, sodass die rechte Stoffseite zu mir zeigt, lege den zweiten Buntstreifen rechts auf rechts darüber und stecke beide an der Oberkante zusammen. Die Oberkante erkenne ich an den abgeschrägten Ecken an den schmalen Enden. Da diese Naht nicht mehr aufgetrennt wird, nähe ich sie am oberen Rand bei 1 cm Nahtbreite mit normaler Stichgröße zusammen. Hierbei beginne und ende ich ca. 1,5 cm von den Längskanten. Nahtanfang und Ende verriegle ich in dem Fall nicht, da hier später nochmal ein kurzes Stück aufgetrennt werden muss. Als nächstes bügele ich die Nahtzugaben an der Buntoberkante auseinander. Dann klappe ich den Innenbund links auf den fixierten Außenbund und bügle die Naht flach. Dabei achte ich darauf, dass sie oben ganz leicht nach innen liegt und nicht zur Außenseite schiebt. Nun kontrolliere oder übertrage ich, wenn ich es nicht schon beim Zuschnitt gemacht habe, die Markierungen für die hintere Mitte, die Seitennaht und die vordere Mitte auf die Buntaußenseite. Das ist auch eine gute Gelegenheit zu überprüfen, ob die Buntlänge noch zum Schnittmuster passt. Es könnte sein, dass er sich durch das Nähen und Bügeln verändert hat. Außerdem prüfe ich, ob beim Formbund die Naht im vorderen Bereich, in dem der Stoff im schrägen Fadenlauf liegt, noch dehnbar ist. Dann lege ich den Bund so über die Hose, wie er in etwa an die Hose gehört. Der vordere Knips an der Unterkante des Bundes gibt auf beiden Seiten die Position der vorderen Mitte an. An der Hose ist die linke Kante an der Übertrittsseite die vordere Mitte. Am rechten Teil kennzeichne ich ebenso die vordere Mitte an der Stelle, an der die Übertrittkante anliegt. Nun wird der Bund an die Hose gesteckt. Links ist am Bund an der vorderen Mitte noch eine recht große Zugabe enthalten. Lasst euch davon nicht irritieren, darauf wird später noch eingegangen. Wenn man rechts den Knips der vorderen Mitte vom Bundstreifen und Vorderteil zusammenlegt, steht der Bund am Untertritt noch 1 cm weit über, also genau die Nahtbreite. Ich achte darauf, dass der Knips an der hinteren Mitte exakt die Gesäßnaht trifft. Die seitlichen Knipsmarkierungen des Bundes sollen genau auf die Seitennähte treffen. Der doppelte Bund wird nun mit 1 cm Nahtbreite an die Hose genäht. Entweder wieder mit einem großen Maschinen- oder mit einem Heftstich. Nun kann die Hose anprobiert werden. Dazu stecke ich den Bund mit einer Sicherheitsnadel vorsichtig so zusammen, dass die vordere Mitte übereinander liegt, auch wenn Spannung auf den Bund kommt. Der Saumeinschlag wird nach außen umgeschlagen, sodass man die Länge besser korrigieren kann. Aber macht die Hose nicht zu kurz und denkt daran, dass sie sich durch das Tragen oft noch verändert. Achtet darauf, dass der Hosenbund in der richtigen Höhe sitzt. Um das zu überprüfen, messt die Seitenlänge vom Boden bis zur oberen Bundkante und vergleicht sie mit dem Maß der Seitenlänge, das ihr im Konfigurator angegeben habt. Sitzt der Bund in der richtigen Höhe und ist trotzdem zu eng oder zu weit, vergleicht einmal das Maß, das ihr beim Konfigurieren angegeben habt, mit dem Umfangsmaß an der Stelle, wo euer Bund nun sitzt. Wenn ihr Probleme mit der Passform habt, macht am besten Fotos in diesen 3 Perspektiven und schaut gern hier in der Beschreibung zum Video nach den entsprechenden Tipps. Die Bildaufnahmen sollten möglichst gerade, also nicht zu schräg von oben oder unten gemacht werden. Auf Fotos sehen Falten manchmal schlimmer aus, als sie es tatsächlich sind. Werft also auf jeden Fall nochmal einen Blick in den Spiegel, um zu sehen, wie es wirklich ist. Und so geht's mit dem Bund weiter. Sollte während der Anprobe festgestellt werden, dass der Bund zu eng ist, kann die Nahtzugabe an der Seitennaht ausgelassen werden. Am Bund kann man die Zugabe an der linken Seite für die Erweiterung nutzen und die Zusammensetzmarkierungen dann entsprechend versetzen. Wenn die Bundweite so passt, kann von der vorderen Mitte 1 cm Nahtbreite markiert und die Zugabe um diesen Betrag gekürzt werden. Achtet vor dem Abschneiden darauf, dass die fixierte Außenseite des Bundes auch wirklich außen liegt.
Den Bund trenne ich nun von der Hose. Dann lege ich ihn rechts auf rechts zusammen und bügle ihn wieder flach. Der Bund ist nun ein gutes Stück weit vorbereitet. Wenn ihr dann beim Kapitel zur Bundverarbeitung angekommen seid, könnt ihr direkt vorspringen und bei Minute 3:20 weitermachen. Allerdings ist die Bundoberkante nun schon zusammengenäht und ihr müsst nur noch die Ecken und die vordere Kante zusammennähen. Die Naht an der gekürzten Übertrittsseite trenne ich zuvor bis ca. 1,5 cm vor die vordere Kante hin auf, um dann auch den Hilfsfaden wie beschrieben einlegen zu können. Startet dabei jeweils an der Oberkante mit ca. 3 cm Abstand zur vorderen Kante. Ich trenne die Probehose nun wieder auseinander, übertrage eventuelle Anpassungen in das Schnittmuster und mache bei der Videoanleitung zum Schließen der Sattel- und Gesäßnaht weiter. In der Videobeschreibung werden wir weitere Tipps zur Anpassung verlinken, also schaut immer mal wieder vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.